Was ist deine Lieblingsgeschmackrichtung bei Eis? Im Moment ist es Schokolade. Was ist die größte Lektion, die dich das Leben gelehrt hat? Dass du selbst für dein Glück verantwortlich bist. Das klingt total banal, aber final ist es dein Leben und was du damit machst, es ist deine Entscheidung. Und es gibt so viele, die geben die Verantwortung komplett ab, wo ich denke, hey, das ist deins. Warum wirst du die Möglichkeiten weg? Mach was. Es ist ja auch deine Entscheidung, die Hilfe zu suchen, wenn du sie brauchst. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Es ist dein Leben und davon hast du halt nur eins. Könnt ihr mal einen Comic ohne Musik machen mit den Stories von allen Charakteren? Ja, das machen wir ja gerade mit unserem Kickstarter. Ich kann nur nicht versprechen, dass es so episch lang ist und alle Stories erzählt. Wir machen erstmal 160 Seiten und vielleicht finden das ja auch alle total doof. Nee, das soll natürlich nicht passieren. Bitte findet den Comic alle total toll. Welcher Song dauerte am längsten? Also, das war Heart of Glass. Es gab eine Chorusstelle, die klang im Kopf total toll und beim Recorden habe ich festgestellt, dass es echt unsingbar ist. Zu Hause war alles schick und dann im Studio, boom, geht gar nicht. Zu tief, Zungenbrecher und nur ein riesiges Nope. Und das ist dann ärgerlich, weil du ja eigentlich recorden willst und dann sitzt du da und änderst hastig alles um, obwohl du eh schon monatelang dran rumgebastelt hast. Aber hat sich ja gelohnt. Was ist das Lustigste, das er je gesagt hat? Ich glaube, das war Anna, das verdammte Einhorn hat schon wieder auf meinen Pullover gepinkelt. Er hat geschlafen. Das gilt aber trotzdem, oder? Wie fühlst du dich, wenn jemand zu deinem Lied sagt, dass er genau dasselbe fühlt, wie du es in Lyrics geschrieben hast? Also, ich finde es toll, wenn sich so viele Leute mit der Musik identifizieren können und darüber verbunden sind. Wobei Lyrics ja auch sehr oft interpretierbar sind und abhängig von deiner Situation andere Gefühle hervorrufen können als in meiner Situation. Also klar, laufen alle irgendwie in eine Richtung, aber manche können mit den Lyrics ja auch null anfangen und haben dann dementsprechend komplett andere Emotionen und das ist dann auch okay. Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, dass du jetzt eine Sängerin bist? Also was hast du empfunden, als du es erfahren hast? Hilfe, ich glaube im ersten Moment realisierst du das gar nicht und denkst nur, okay, cool. Und dann, wenn es auch im Kopf richtig angekommen ist, dass du dir das nicht nur eingebildet hast, ist es schon krass. Und macht einen auch ein bisschen Angst, weil du nicht mehr nur für dich im Zimmer allein vor dich hinsingst. Aber es war schön. Gruselig, aber schön. Hattest du Lehrer in deiner Schulzeit, die dich entmutigt haben? Ja, und ich finde, dass das echt nicht okay ist. Nachträglich denke ich mir, wieso dürfen die das überhaupt? Als Schüler machst du da nichts, weil sie halt die Stärkeren sind. Aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Lehrer gäbe, die ihren Frust nicht an Schülern auslassen. Ich verstehe auch nicht, ob sie sich dann besser fühlen, wenn sie ein Kind runtermachen können. Ich hatte auch Lehrer, die haben anderen offen ins Gesicht gesagt, du schaffst das eh nicht. Falls ihr vorhabt, Lehrer zu werden, seid bitte besser. Ihr habt so viele Chancen, ein Vorbild zu sein. Hast du manchmal Probleme, wenn du Songs schreibst? Klar, nur weil du schreibst, heißt es ja nicht, dass auch alles total gut ist. Oder du hast es auf der Zunge und weißt, wie es klingen soll, kriegst es aber nicht aufs Papier. Oder hast einen Part, der klingt in Englisch toll, aber du brauchst genau den Part in Deutsch und übersetzt klingt es schrecklich. Das kann alles passieren, aber davon sollte man sich nicht entmutigen lassen. Ich denke auch nicht, dass das wie beim Fahrradfahren lernen ist, wo du dich ein paar Mal so richtig hinpacken musst. Jeder Song wirft dich wieder ein paar Mal um, aber das ist ja auch das Spannende daran. Wie fühlt es sich an, wenn man einen neuen Song fertig geschrieben hat? Seid ihr glücklich oder sogar etwas müde? Glücklich und müde, alles beides. Ich glaube, du bist für 3 Sekunden so happy und dann überlegst du, ob das alles wirklich so cool ist. Richtig happy bin ich, wenn alles recorded ist und du merkst, dass es wirklich langsam alles zusammenkommt und gut klingt. Das ist dann schon nice, weil du dann weißt, dass er wirklich da ist und nicht nur gekritzelt auf einem Zettel. Macht ihr bald neue Musikvideos? Jap. Im Moment sitzen noch alle an dem Kickstarter-Comic, aber langfristig ist ja schon der Plan, dass daraus auch Musikvideos entstehen. Und ich glaube, die Videos werden dann noch echt spannend, besonders wenn Songs und Story zusammenkommen und du alles ein bisschen besser verstehst. Das wird schon cool, wenn es soweit ist. Wenn du für einen Tag eine deiner Freundinnen sein müsstest, wer würdest du sein? Ich glaube Liz. Das wäre so, als würde man für einen Tag in einem Mini-Panzer sitzen und einfach alles platt machen. Ich glaube, das wäre schon spannend. Ich mag ihren Klamottenstil auch voll. Mir steht das null. Aber ich denke, da hätte ich einen Mordspaß bei. Hast du jemals in einer Konversation Englisch und Deutsch vermischt? Klar, du übersetzt ja auch nicht alles und viele Wörter sind ja auch schon in der Alltagssprache übergegangen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wow, da ist ein Schlussverkauf, sondern cool, ab zum Sale. Höchstens mal, wenn man einen Text diskutiert und dann einfach alles durcheinander wirft, weil du gerade sowieso zwischen den Sprachen herumspringst. Aber so im Alltag eher nicht.
Er versteht mich ja Gott sei Dank auch so. Was ist das Beste an Damien und was ist das Schlimmste? Also, er ist so krass ordentlich und er ist so krass ordentlich. Also, ich find's ja super, bis er dann anfängt, Sachen wegzusortieren und du stehst dann da und denkst, okay, wo zum Henker ist mein Mascara? Aber so mega schlimm, dass man sich darüber jetzt jeden Tag verkracht, ist da eigentlich nichts. Ich meine, du bist ja nicht mit jemandem zusammen, wo du dich permanent aufregst über eine Sache, die wirklich gar nicht geht. Fände ich auf Dauer ein bisschen anstrengend. Macht ihr auch mal Songs in Spanisch oder Französisch? Also das Problem mit Sprachen, die du nicht sprichst, ist, du sprichst sie nicht. Und auch wenn es für Fans total toll wäre, wenn ihre Lieblingssänger in ihrer Muttersprache singt, wir sind keine Bubbelfische. Ich kann keine Songtexte in einer Sprache schreiben, die ich weder spreche noch lesen kann. Und da sind wir noch nicht mal beim Singen. Das klingt dann auch nicht toll, wenn du null Plan hast von der Aussprache, geschweige denn, was du da eigentlich singst. Also ich konzentriere mich dann auch lieber auf das, was ich kann, da ihr davon final auch mehr habt, als wenn ich mich abmühe und dann klingt es einfach nur furchtbar. Das will ja kein Mensch.